Hallo, ich bin Dia. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und ich grüße euch, die schon lange bei mir sind, und ich grüße die, die das allererste Mal über meine Videos stolpern. Hier in diesem Video möchte ich mit euch teilen, wie man mit dem Unterbewusstsein arbeitet, und hierzu ist das der zweite Teil von einem Video, von einer kleinen Videoserie, die ich vorbereitet habe dafür. Den ersten Teil findet ihr schon bereits auf meinem YouTube-Kanal und ich lade euch ein, für mehr Verständnis solltet ihr jetzt das allererste Mal von mir hören, zuallererst in dieses Video zu gehen. Ihr werdet es verlinkt finden, auch hier in diesem Video. Okay, aber bevor wir in die Arbeit mit dem Unterbewusstsein gehen, habe ich auch noch in dem letzten Live-Video versprochen, dass ich auch noch ein bisschen was über die Galaktische Föderation erzähle und die Infiltration der Galaktischen Föderation. Ich versuche dann beide Themen so geschickt wie möglich miteinander zu verbinden und zu verknüpfen. Und ja, bevor wir anfangen, habe ich auch noch ein paar News für euch. Und zwar haben viele sich gewundert, was ist los? Geht's Lia gut? Ja, mir geht es gut. Und ich habe nur sehr viel zu tun gehabt in den letzten Wochen. Und wenn ich ein Video für euch mache, möchte ich das mit einem klaren Geiste für euch tun und mit einem schönen, klaren Energiefeld, ohne dass ich irgendwelche anderen Dinge im Hintergrund noch am Bearbeiten bin. Es gibt Neuigkeiten auch zu dem Kids Ascension Projekt, zu unserer kostenlosen globalen Online-Schule für Teenager und Kinder. Dieses Projekt kommt so ganz langsam in die letzten Züge. Es haben sich auch schon viele Leute beworben, hierfür als Lehrer sich freiwillig zu melden und uns zu unterstützen. Hierzu wird es bald einen Infoabend geben, geplant Ende Mai. Das Kids Ascension Projekt sollte dann geplant werden im Sommer 2025, also in 3 Monaten circa. Vorgenommen haben wir uns fest im Juli für euch da zu sein über die Schule. Wir hoffen, dass wir das schaffen. Es ist auf jeden Fall alles schon in sehr guten finalen Arbeiten und mein Team ist dabei, das alles für euch fertig zu machen, und ihr seid natürlich dann die Ersten, die davon hören, und hier auf meinem Kanal natürlich und auch über unseren Love Letter. Ich lade euch ein. Wenn ihr noch nichts von dem Love Letter gehört habt, das ist unser Ozeanlicht-Magazin von der Community für die Community, wo wir ab und zu mal ein paar News, wenn es welche gibt, mit reinbetten. Ist kostenlos zu abonnieren, einfach auch zu abonnieren. Bei uns auf der Webseite könnt ihr euch dafür anmelden und auch eure ganz eigenen Inspirationen und Beiträge uns einschicken, die wir dann zur gegebenen Zeit in den nächsten Love Letter mit reinbringen. Gut, gibt es noch etwas Neues? Nein. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt durchstarten in die Arbeit mit dem Unterbewusstsein und wir beginnen erstmal über die Föderation zu sprechen, weil das nämlich auch mit dem Unterbewusstsein zu tun hat. Und für mehr Verständnis, für die, die das allererste Mal von mir hören oder von der Galaktischen Föderation hören, lade ich euch ein, einfach mal in meinen YouTube-Kanal zu gehen oder in den Kanal von Marie Svarut zu gehen, den ich auch verlinke, weil hier viele Informationen da sind und Puzzleteile euch geliefert werden, um mehr Verständnis zu haben für das, was ich euch hier sage. Und zwar geht es darum, dass die Galaktische Föderation, nicht die Galaktische Föderation des Lichtes, weil diese existiert im materiellen Raum leider so nicht. Es ist die Galaktische Föderation hier in unserem Erdorbit, die für uns so zuständig ist. Eine lyrische Föderation heißt von Wesen, die ähnliche Attribute haben wie wir. Heißt sehr menschlich sind, weil außerhalb der Erde noch viel mehr Menschen existieren. Und diese Galaktische Föderation ist leider im Moment nicht ganz in seiner Kraft, in seiner Klarheit und in seiner Stärke, weil sie infiltriert ist von dem Erdkabal und aufgrund dessen nicht alle Mitglieder, aber einige Mitglieder leider der nicht ganz so positiven Seite dienen, was einen, sagen wir mal gelinde ausgedrückt, sehr negativen Effekt auf die Erde hat. Da Mitglieder der Galaktischen Föderation direkt mit dem Kabal, heißt den bösen Jungs auf dieser Erde, zusammenarbeiten. Für mehr Verständnis lade ich euch ein, auch meinen letzten Gridwork Call sich anzuhören oder vielleicht einfach mal ein bisschen über die Kanäle von mir und Marie zu streifen, mal ein bisschen mehr zu verstehen. Es heißt nicht, dass alle innerhalb der Galaktischen Föderation böse sind. Es sind alles im Schnitt sehr positive Spezies, die in dieser Föderation Mitglieder sind. Aber es gibt eben auch hier, sage ich mal, ein paar faule Äpfelchen. Und diese wenigen definieren
nicht unbedingt das Gesamte, aber können ein negatives Bild auf das Gesamte werfen. Und ich lade euch ein, das einfach im Bewusstsein zu halten, dass auch ihr jetzt in dem Moment Inkarnation in der Galaktischen Föderation habt und vielleicht eine eurer Inkarnationen einer der faulen Äpfel ist. Aber das kann nicht ich wissen, das könnt nur ihr wissen und herausfinden, nämlich ob ihr getriggert seid, wenn ihr gewisse Sachen und Themen hört. Und warum hängt das Unterbewusstsein und die Infiltration der Galaktischen Föderation mit dem Unterbewusstsein zusammen? Dafür muss man wissen, dass die Galaktische Föderation und verschiedene Mitglieder schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten mit der Erde im direkten Kontakt sind und versucht haben, immer wieder den Menschen zu helfen, aber auch teilweise mitverantwortlich sind für die verschiedenen Resets, durch die der Planet und die menschliche Bevölkerung gegangen ist. Teilweise gibt es auch die Vorwürfe, dass der aktuelle Reset der Erde in den Händen der Galaktischen Föderation liegt. Und um in einer gewissen Art und Weise mit der Erde in Kontakt zu sein und den Menschen und ihnen zu helfen, zum Besseren oder Schlechteren, muss man physische Abgesandte haben, die mit Politikern und anderen einflussreichen Positionen interagieren und ko-kreieren. Und hierfür gibt es innerhalb der Galaktischen Föderation Leute, Menschen, die aussehen wie Menschen und die nur außerhalb der Erde geboren sind und innerhalb der Föderation ihre Rolle spielen, die ja als Handlanger auf die Erde gehen und hier mit den bösen Jungs zusammen Verträge machen zum Guten oder vielleicht zum Besseren. Und in dem Moment, wenn ich mich als ein positives Wesen, das in einer holistischen Gesellschaft groß wird, hier zur Aufgabe mache, den Menschen zu helfen, die unterdrückt werden von dem Kabal, dann begebe ich mich in einen Existenzraum, auch frequenztechnisch, weil ich muss mich anpassen, frequenztechnisch, um mit diesem negativen Frequenzraum überhaupt kompatibel zu sein. Und durch dieses Anpassungsverhalten, was ganz natürlich passiert, weil die dominante Energie auf dieser Erde ist niedrig schwingend und nicht unbedingt positiv. Und dann, wenn ich auch noch in den direkten Kontakt gebracht werde mit den wirklich negativen, bösen Jungs auf diesem Planeten, um sie umzustimmen, vielleicht auch mit einem ursprünglich guten Gedanken hinzugehen und zu sagen, ich möchte den Menschen helfen und sie befreien, gehe ich hier in ein Frequenzspektrum hinein, das für mich nicht organisch zu meinem System ist. Heißt, ich beginne in einem niederen Spektrum zu schwingen, bis ich mehr und mehr in dieses niedere Spektrum angepasst bin. Und während das passiert, ist im Unterbewusstsein ein Prozess, der abläuft durch das Anpassen. Man kann sich das fast so ein bisschen vorstellen wie eine Art Osmoseverfahren, wo das eine ausgefiltert wird, was in die höheren Ebenen gehört und das reingebracht wird, was in die unteren Ebenen gehört. Und das alles läuft an dem Bewusstsein vorbei. Da kann ich so hochentwickelt sein, wie ich will. Das ist etwas, was ich nicht direkt kontrollieren kann, wenn ich nicht psychisch und astral besonders präsent bin. Wenn ich psychisch stabil bin und ein starkes Mentalfeld habe, dann bin ich davor geschützt. Wenn ich astral sehr präsent bin, bin ich davor geschützt. Aber diese ETs, die hier sehr menschlich sind und dadurch mit dem menschlichen Kontakt kompatibel sind, diese ETs sind nicht unbedingt so astral stark oder entsprechend auch mental stark, dass sie diesen Prozess verhindern und unterbinden können. Und so passiert das subtil an ihrem Bewusstsein vorbei. Und das ist das, was das Unterbewusstsein definiert. Es passiert im Unbewusstsein, unter dem Bewusstsein hinweg. Und hier kann es sein, dass ich mit den besten Absichten hier in eine Energie abtauche, die mir nicht unbedingt dient. Und ich nach Hause gehe in mein eigenes Frequenzfeld, ich mich ein bisschen erhole innerhalb der nächsten Tage und vielleicht Wochen und dann ganz langsam beginnt die Energie, eine Art Fingerabdruck zu hinterlassen, mit der ich im negativen Kontakt war. Und ganz langsam über das Unterbewusstsein mehr und mehr Kompatibilitäten hergestellt werden, die dafür sorgen, dass mein Energiefeld offener und offener wird für eine Infiltration. Und so aus meiner Perspektive passiert es, dass Wesen von der Galaktischen Föderation, die auf die Erde kommen, hier in ein für sie nicht organisches Frequenzfeld gebracht werden und das Unterbewusstsein infiltriert wird über die astrale Welt und über die Frequenzen und all das, was hier vorhanden ist. Und dann mehr und mehr und mehr eine gedankliche Anpassung stattfindet an die Leute, mit denen ich Kontakt habe. Heißt entweder das Massenbewusstsein oder
das Kabal selbst. Und so passiert es, ohne dass es einem bewusst ist in erster Linie, dass man Ideen und Konzepte annimmt, die dem Kabal entsprechen oder dem Massenbewusstsein, das ja letzten Endes durch das Kabal geformt wird, durch Verstandeskontrolle und verschiedene Agenten. Dass ich auf einmal anfange, ja, für das Kabal zu arbeiten. Und ich lade euch ein, wenn ich solche Dinge teile, es einfach zu fühlen und nicht immer alles in die Verurteilungsbox zu stecken, weil ihr wisst nicht, in welcher Haut, also es steckt nicht in der Haut der Personen, die diese Aufgabe sich angenommen haben, mit dem Kabal zusammenzuarbeiten und hier zu glauben, das managen zu können. Und in der Regel kommt das auch durch eine ungesunde Selbsteinschätzung und durch das Ego zu glauben, man kann es tun. Und vergisst aber das Gesetz der dominanten Energie. Und man ist mental nicht so stark, wie man glaubt zu sein. Und man ist astral nicht geschützt und nicht so stark, wie man glaubt es zu sein. Und dann kann es schneller passieren, als man denkt, dass man auf einmal wie umgedreht wird. Und man beginnt zu handeln, wie man eigentlich nicht handeln würde, zu denken, wie man eigentlich nicht gedacht hat. Weil das alles ganz subtil stattfindet. Und alles ist astral. Unsere Welt formt sich durch die astrale Welt. Und das ist meine Perspektive, wie ein Teil der Infiltration der Galaktischen Föderation stattgefunden hat. Und dann kommt noch dazu, dass man sich eine Art Hive-Mind teilt. Und dieser Hive-Mind, also eine Art Higher Self, besser gesagt Gruppenverstand, kommt noch dazu, dass wenn eine Person beginnt, im Unterbewusstsein infiltriert zu sein mit negativen Astralwesen oder Gedanken und Konzepten, dass sich über das Unterbewusstsein, das wie ein Portal ist, sich auch in das Kollektiv verbindet, in dem sie sich aufhalten. Heißt, sind mehrere Personen im Unterbewusstsein infiltriert auf einem Schiff, dann hat das durch den Hive-Mind und durch das Unterbewusstsein, die unterbewusste Verbindung, auch einen Effekt auf all die anderen. Und damit kann eine Person, die infiltriert ist, wie eine Art Bewusstseinsvirus, das in das Unterbewusstsein der anderen geben, und diese beginnen dann in ihrer Frequenz mit zu beginnen zu schwingen im Resonanzprinzip und werden auch hier kompatibler und kompatibler mit dem Ursprungsgedanken und den infiltrierten Gedanken. Okay. Das ist auch wichtig, um zu verstehen in der Arbeit mit dem Unterbewusstsein, weil die Arbeit mit dem Unterbewusstsein in allererster Linie eine Arbeit ist genau mit diesen Codes, die mir nicht bewusst sind, die ich aussende und durch die ich meine Welt forme. Und das Unterbewusstsein macht den allergrößten Teil aus dessen, wie ich meine Realität manifestiere. Und in dem letzten Video habe ich euch gesagt, dass ihr mit eurem Bewusstsein erst in euer Herz, das Herz öffnen, mit dem Herz verschmelzen sollt und dann in euren Kopfraum gehen sollt und dann durch das Channeling-Portal an eurem Atlas abtauchen und dann in eurem Unterbewusstsein erstmal sein sollt, fühlen sollt und erstmal alles auf euch wirken lassen sollt. Weil in dem Moment, wenn man in das Unterbewusstsein mit seinem Bewusstsein geht, beginnt man zu projizieren, was man schon kennt. Aber ich möchte ja in der Arbeit mit meinem Unterbewusstsein herausfinden, was mir nicht bewusst ist. Und das mache ich, indem ich mit einer leeren Leinwand hingehe und nicht projiziere, sondern beobachte und fühle, was kommt zu mir. Und dann können große Erkenntnisse zu einem kommen. Das ist der allererste Schritt gewesen. Der nächste Schritt ist zu wissen, was macht das Unterbewusstsein überhaupt alles. Und ein Teil davon, deswegen passen beide Themen der Infiltration der Galaktischen Föderation so wunderbar zusammen. Und ich habe nur einen kleinen Bruchteil von dem jetzt teilen können in dem Video, weil es gibt noch viel, viel mehr Faktoren, die hier in die Infiltration der Föderation kommen aus meiner Perspektive, die ich gerne auch bereit bin, in den nächsten Videos mit euch zu teilen, wenn es euch interessiert. Sollte es euch interessieren, lasst mir das gerne in den Kommentaren da. Dann werde ich nochmal ein separates Video machen und die ergänzenden Dinge noch mit hinzufügen, weil es gibt noch mehr als nur, dass die Leute in Anführungsstrichen daran schuld sind, die einen schwachen Geist haben und nicht astral präsent in dem Ausmaß sind, wie sie sein müssten und in der Erde mit dem Kabal in Kontakt waren und die wenigen Schuldigen haben diese große Infiltration der Galaktischen Föderation gemacht. Nein, es ist viel komplexer. Also lasst mir gerne kurz einen Kommentar da, wenn ihr mehr wissen möchtet, und ich werde gerne dann dazu ein Video machen. Jetzt aber nächster Punkt in der Arbeit mit dem Unterbewusstsein ist zu verstehen, dass das Unterbewusstsein in aller intensivster Form eure gesamte Realität formt. Und hier
gilt es sich auch, die verschiedenen Realitätsspiegel sich anzugucken. Zum Beispiel bin ich unterschwellig, weil ich meine Emotionen unterdrücke, die dann in meinem Unbewusstsein und Unterbewusstsein erstmal landen. Vielleicht stinksauer auf irgendwas, verdränge das und glaube nichts zu fühlen, aber in mir brodelt die Wut. Dann kommen wütende Leute in meiner Realität zurück oder Leute werden wütend in meiner Realität. Es kann auch sein, dass ich in meinem Unterbewusstsein Verurteilung habe für mich selbst, dafür, dass ich das eine oder das andere tue, aber mir selber das gar nicht bewusst ist, dass ich mich verurteile für das eine oder andere. Aber in dem Moment kommen Leute zu mir, die das tun, wofür ich mich unbewusst verurteile, und diese Leute triggern mich und ich verurteile diese Leute. Das ist die Verurteilungsbox. Und dann gibt es noch weitere Codings im Spiegel unserer Realität, dass zum Beispiel Leute zu uns kommen, die uns einfach eifersüchtig machen und triggern. Und weil sie Dinge haben, die wir nicht haben und in unserem Unterbewusstsein kodiert ist, dass wir das nicht erlauben, dass wir das nicht haben können, dass wir es nicht verdient haben, dass wir es niemals erreichen können, das, was diese Leute haben. Aber diese Leute sind in unserer Welt, um uns zu zeigen, dass wir alles erreichen können und auch das, was wir glauben, was wir nicht erreichen. Und so ist in unserem Unterbewusstsein, wenn wir lernen, über unser Herz unsere Realität zu sehen, ist das auch ein weiteres Portal, mit unserem Unterbewusstsein zu arbeiten. Heißt, wenn ich Achtsamkeit ist hier ein Schlüssel, durch die Realität gehe und schaue, wo sind meine Trigger, dann kann ich über die Trigger oder über Emotionsportale, heißt, ich fühle etwas, ich bin getriggert, eine Emotion kommt in mir hoch. In dem Moment kann ich über die Emotion fühlen, wo ist in meinem Unterbewusstsein noch ein kleiner Schatz versteckt, der mir in die Freiheit hilft. Ein Schatz, der in die Freiheit hilft, sind in der Regel kleine Traumata, Ideen, Konzepte und Glaubenssätze, die ich unbewusst in mir gespeichert habe, mit denen ich meine Realität forme. Meine Limits, an die ich stoße, wo ich glaube, das kann ich und das kann ich nicht mehr. Oder sogar glaube, das ist das, wie die Welt zu sein hat und nicht anders, und deswegen ist die Welt so. Unser Unterbewusstsein formt hier über diese Mechaniken immer unsere Realität. Und des Wenigsten sind wir uns bewusst. Wenn wir aber achtsam sind, dann kann es uns bewusst werden, was unsere Realität bewegt und was unsere Realität formt. In dem Moment, wenn wir etwas sehen in unserer Realität und fühlen, können wir über diesen Prozess Bewusstsein ins Herz, über die Verblendung und Vermischung mit dem Herzen und dem normalen Verstandesbewusstsein, können wir in quasi jedes Trigger-Emotionsportal hineingehen und hier einfach beobachten. Einfach beobachten, was kommt und was da ist, und dann hier nur unser Licht leuchten lassen, unser Herz öffnen für die Situation und in diesem Portal umentscheiden, korrigieren. Und das Gleiche könnt ihr machen auch in dem Prozess, wenn ihr euer Bewusstsein in euer Herz bringt, euch dort verbindet mit dem Herzen, nach oben geht, dann dort erstmal bleibt, in das Portal hineingeht, in euer Unterbewusstsein, euch öffnet und beobachtet. Und dann, wenn verschiedene Ideen und Konzepte zu euch kommen, diese Ideen und Konzepte erst einmal fühlen. Und alles, was ihr tun müsst in dem Moment, ist euer Licht leuchten zu lassen, eure Annahme, Akzeptanz, Liebe und Wertschätzung leuchten zu lassen. Warum ist das der Schlüssel? Ihr sollt nicht eure Glaubenssätze lieben, um sie wegzumachen. Das ist nicht, wenn ihr es tut, um etwas zu verändern, habt ihr es nicht angenommen per se. Dann arbeitet ihr daran, dass es weggeht, aber es ist keine Annahme. Wichtig ist zu erkennen, dass in unserem Unterbewusstsein alles seine Berechtigung hat und alles seinen Platz hat. Aber ihr seid die Platzwärter. Stellt euch vor, dass die Arbeit mit dem Unterbewusstsein ist wie ein ganz großer Platz, wo alle Leute parken, aber noch keine Parkplätze eingezeichnet sind. Und die Leute parken kreuz und quer und blockieren dadurch manche Wege. Oder machen, dass der Parkplatz so aussieht, wie er aussieht. Sprich, die Realität so aussieht, wie sie aussieht, und manche Wege einfach zugeparkt sind. Und wenn ihr euer Licht anmacht in eurem Unterbewusstsein oder verschiedene Emotionsportale nutzt und hier euer Licht leuchtet, euer Herz öffnet und annehmt, was da ist und neu entscheidet, seid ihr sozusagen der Parkplatzwärter, der sagt, dieses Auto dorthin, der Bus kommt dahin, und dadurch der Parkplatz wunderbar sortiert ist. Und wenn der Parkplatz perfekt sortiert ist, in dem Moment können die Gedanken, sprich die Leute, frei laufen, und man weiß auch ganz genau,
wo ist denn das Auto? Und wenn man das Auto gefunden hat, kann man auch wieder ausparken und muss nicht warten, bis was auch immer sich erstmal entfernt hat. Seht euch also in der Arbeit mit dem Unterbewusstsein als eine Art Parkplatzwärter, Aufräumsystem eurer Messi-Garage. Und das tut ihr, indem ihr euren Fokus in euer Unterbewusstsein bringt, euer Licht leuchten lasst dort. Mehr müsst ihr nicht tun, weil durch das Licht leuchten lassen wird gesehen. Und in dem Moment, wenn gesehen wird, könnt ihr es annehmen. Und wenn ihr es annehmt, könnt ihr korrigieren und es ändern und sagen, das war präsent bis zu diesem Moment und das hat meine Realität geformt bis zu diesem Moment. Und jetzt entscheide ich mich, dass das an einen anderen Punkt kommt und nicht mehr im Weg steht und eine neue Realität beginnt, eine neue Perspektive, ein neues Konzept, ein dienlicheres Konzept beginnt hier meine Realität zu formen. Und so könnt ihr euren Parkplatz permanent umgestalten, wie ihr das wollt und wie es euch dient. Es geht nicht darum, Glaubenssätze wegzumachen. Es geht darum, das Unterbewusstsein und die Glaubenssätze und Konzepte darin zu sortieren und an ihren richtigen Platz zu bringen, damit sie einem nicht mehr im Weg stehen. Und hier gehe ich mit Sicherheit gegen einiges, was in der Coaching-Szene geteilt wird oder was manche Heiler sagen, man muss das transformieren und das muss weg. Und nein, Scheiß muss es weg. Es dient und es hat euch gedient bis zum heutigen Zeitpunkt, um eine Erfahrung zu machen, die euch hierher gebracht hat, wo ihr jetzt seid. Um die Person zu sein, die ihr seid. Also verurteilt nicht ständig das, was ihr euch erschaffen habt und versucht euch nicht ständig zu perfektionieren in Form von, es muss weggemacht werden, es muss transformiert werden. Nein, es hat alles seine Berechtigung. Es muss nur an seinen richtigen Platz. Und das ist eure Aufgabe. Und bei der Arbeit mit dem Unterbewusstsein über das Emotions- und Triggerportal oder einfach nur euer Licht leuchten zu lassen, dass Themen hochkommen können, macht, dass ihr aufräumt. Und alleine das, auch wenn es in einem Video geteilt wird, klingt so simpel und es kann das Schwerste sein. Und es kann sein, dass ihr sagt, ich mache das und dann macht ihr es nie. Weil das Unterbewusstsein, besser gesagt das Bewusstsein, das Unterbewusstsein am liebsten so sein lassen will. Und deswegen lade ich euch ein, dass ihr ein bisschen mutig seid, euch dran seid und es wirklich mal probiert. Und wenn es bedeutet, alte Muster in eurem Unterbewusstsein umzuschreiben, die euch sagen, ich muss das transformieren, ich muss das wegmachen. Das ist das allererste Muster, was ihr verändern dürft. Ihr dürft genau das an seinen richtigen Platz bringen, wo es nicht mehr im Weg steht. Und dann werdet ihr feststellen, dass alleine dieses Wegräumen eurer Widerstandshandlung, und das ist nichts anderes, transformieren und wegmachen wollen, ist ein Widerstand gegen eure eigene Schöpfung und damit gegen eure eigene Energie. Und in dem Moment, wenn ihr in die Annahme kommt, geht die Annahme Hand in Hand mit Souveränität und Schöpferkraft. Und dann könnt ihr anfangen, bewusst zu entscheiden, was denn euch dient und was nicht. Und dann gibt es auch keine Opfer mehr in eurer Kreation, weil ein Opfer möchte wegmachen. Aber ein Kreator weiß, dass alles dient und weiß, wie es sich alles dienlich machen kann. Und das ist das, was ich mit euch teilen wollte zu dem Thema Unterbewusstsein. Mit Sicherheit gibt es auch noch ein weiteres Video dazu. Aber erstmal lade ich euch ein, das ins Verständnis zu bringen und in die Verkörperung. Das heißt, nicht nur behalten für gute Tage am Sonntag, sondern dass ihr das wirklich anwendet und nutzt, wenn ihr damit resoniert und ein kleines bisschen beginnt damit, euer Unterbewusstsein zu dekodieren. Und vergesst nicht, lasst mir in den Kommentaren kurz eure Gedanken da und auch, welche nächsten Videos ich für euch aufnehmen darf, sodass es für euch dient. Der nächste Algorithmus ist geplant, dass es alle 2 Wochen immer freitags ein neues Video für euch gibt, das entsprechend ihr mit kreiert. Und darum lasst mir gerne ein Abo da, sodass ihr das mit kreieren könnt und immer auch benachrichtigt werdet und mein Video findet. Und ich danke euch allen für euer Dasein und wenn euch gefallen hat, was ich teile und ihr fandet, dass es euch geholfen hat, ein bisschen mehr zu verstehen, dann teilt auch sehr, sehr gerne dieses Video mit denen, wo ihr fühlt, dass sie auch resonieren. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ich liebe euch von meinem Herzen zu euren und auch liebe Grüße an euch da oben, die meinen Kanal mitverfolgen. Ich danke euch, dass ihr da seid und dass ihr uns helft, immer wieder ein bisschen Licht zu finden und früher oder später die Erde auch mit uns gemeinsam befreit, weil wir brauchen euch hier unten genauso wie ihr uns hier unten braucht. Also, bis ganz bald, von meinem Herzen zu euren. Ich liebe euch, eure Lia.